Hallo Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute seht ihr, sind wir nicht im Büro, sondern wir stehen vor dem Gebäude des Chemikums. Hier findet nämlich heute eine Konferenz statt namens Women in Science. Falls ihr nicht wisst, was eine Konferenz ist, müsst ihr unbedingt dranbleiben, weil wir erklären euch nämlich, was es ist. Ihr werdet mich begleiten, ich werde mit Leuten reden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Registrierung. Also der erste Schritt einer Konferenz ist immer die Registrierung. Ihr werdet jetzt hier ein paar Ausschnitte sehen, wie ich mich quasi registriert habe. Ich muss dann quasi meinen Namen sagen und dann kriege ich mein Namensschild hier. Das muss jeder machen und dann gibt es meistens auch immer coole Goodies. Also ich habe hier schon den Jutebeutel bekommen. Ich finde, dieses Jahr ist der Beutel für Women in Science richtig cool. Das ist meistens immer der erste Schritt, das kann man am ersten Tag machen. Man muss sich vorher quasi schon für die Konferenz registrieren. Normalerweise kann man sich registrieren als normaler Teilnehmer. Wenn man aber auch teilnehmen möchte in Form von einem Talk oder einem Poster, dann muss man vorher immer einen Abstract schicken. Das heißt, das ist immer ungefähr eine halbe bis eine Seite, die man ans Organisationsteam schickt und kurz sein Thema erläutert, was man vorstellen möchte. Ich habe für diese Konferenz ein Abstract für einen Poster eingereicht und ihr werdet auf jeden Fall dann noch sehen, wie ich das Poster aufhänge, wie ich das Poster präsentiere und da erzähle ich euch dann später mehr Details. Also wir sind jetzt gerade beim Lunch. Wir hatten schon die ersten 2 Talks. Das waren beide Invited Talks. Es gibt 2 Arten von Talks. Entweder Flash Talks, das heißt, es sind Talks, die jeweils 10 Minuten dauern. Und alle anderen Talks sind Invited Talks. Das sind Professorinnen oder Leute, die in der Industrie arbeiten, die eine Einladung bekommen von dieser Konferenz, um hier aufzutreten. Es gab auch einen Keynote Lecture. Keynote Lectures sind einfach normalerweise länger. Und ich freue mich jetzt aufs Lunch. Ich glaube, wir haben alle relativ viel Hunger. Die Schlange ist relativ lang. Ja, also ich hoffe, es gibt irgendwas Gutes zu essen. Wir sind jetzt hier zusammen mit Ivana Fleischer. Sie ist auch eine PI in der MOS-Gruppe. Genau, du hast dir heute einen Invited Talk gegeben. Willst du kurz über dein Thema erzählen und wie es dazu kam, dass du quasi von Women in Science eingeladen wurdest? Oh, ich weiß nicht, wie es dazu kam, wer dahinter war, aber ich freue mich sehr über die Einladung. Und ich habe in meinem Vortrag 1/3, vielleicht sogar ein bisschen mehr, über meinen Werdegang gesprochen, weil das nicht so straightforward war. Und dann im zweiten Teil habe ich über 2 Forschungsthemen gesprochen. Eins war mehr typisch dafür, was wir machen. Wir entwickeln Reaktionen mit homogener Katalyse, insbesondere im Bereich der Schwefelchemie. Das zweite Thema war das, was wir mit euch und anderen Partnern innerhalb der Forschungsgruppe bearbeiten, über die molekulare Solarthermie. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, worum es quasi in deiner Forschung geht und was deine Hauptgebiete waren. Dann fange ich mit dem zweiten Teil an, also innerhalb der Forschungsgruppe. Befassen wir uns hauptsächlich mit Azaborininen. Das ist ein relativ neues System für molekulare Solarthermie, entwickelt im Arbeitskreis von meinem Kollegen Holger Bettinger, auch in Tübingen. Und er hat uns da ins Boot geholt, um den zweiten Teil des Systems zu untersuchen, nämlich die Katalyse. Und da war unsere erste Aufgabe, neue Katalysatoren zu finden. Und wir sind dann bei Lewis-Säuren, konkret bei Silberionen gelandet, die sich als sehr spannend entpuppt haben. Und wir haben da hauptsächlich den Mechanismus versucht aufzuklären. Und die nächsten Schritte sind dann, die Bandbreite der Lewis-Säuren zu erweitern und hoffentlich irgendwann auch Katalysatoren zu finden, die man tatsächlich auch in richtigen Systemen anwenden könnte, nämlich Festphasenkatalysatoren. Bist du normalerweise aufgeregt bei Vorträgen oder war das nicht so der Fall? Ja, ein bisschen aufgeregt ist man immer. Und ich habe das mit der Zeit ein bisschen
überzogen und musste dann einige Teile von dem wissenschaftlichen Vortrag wegstreichen. Ja, wahrscheinlich, weil ich mich verquatscht habe in dem Aber ersten es war im Teil. Gesamten ein sehr schöner Vortrag. Danke. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Interview und wir sehen dich ja wahrscheinlich noch. So, jetzt sind wir am zweiten Tag von der Konferenz und heute findet die Poster-Session statt. Es gab jetzt schon sehr interessante Vorträge den ganzen Tag über und hier bin ich vor meinem Poster. Es geht gleich los mit der Session. Generell will ich mal kurz erklären, was man bei einer Poster-Session macht. Also wie ihr seht, sind hier überall Poster ausgehängt und jeder erläutert quasi auf diesem Poster ein gewisses Thema, worüber er jetzt die letzten Monate gearbeitet hat. Normalerweise bereite ich das Poster einige Wochen vor der Konferenz vor. Dann drucke ich das Ganze einmal, dann gehe ich quasi zum Rechenzentrum, hole es ab und dann werden wir das Ganze aufhängen für eine gewisse Zeit für einen sogenannten Testdruck. Alle anderen im Arbeitskreis dürfen sie sich dann diesen Testdruck anschauen und auch korrigieren. Das heißt, alle schreiben da irgendwas rein auf Post-its oder wirklich mit dem Stift innen drin, was verbessert werden sollte, was umgeschrieben werden sollte, was vielleicht getauscht werden sollte. Und dann verbessere ich theoretisch jeden Korrekturvorschlag. Und somit ist eigentlich jedes Poster aus der Arbeitsgruppe einfach eine sogenannte Gruppenkooperation, würde ich sagen. Aber dadurch entstehen dann am Ende sehr coole Poster. Und ich bin auch sehr glücklich mit meinem, muss ich sagen. Es gibt hier sehr viele verschiedene MOS-Poster. Ich habe mir überlegt, ein paar Leute zu interviewen, die jeweils ein MOS-Poster ausgestellt haben. Ich habe sogar ein MOS-Poster entdeckt und das ist von der Simone Pinter, die ist von der Hirsch-Gruppe. Die werde ich später interviewen, dann kann sie uns ein bisschen was zu ihrem Poster erklären. Ich war letztes Jahr auch schon auf der Konferenz und dieses Jahr gibt es einfach mehr Poster als letztes Jahr. Also wir sind verteilt auf 2 Seminarräume, das sind einfach nicht alle. Maybe you can show just the room how many posters there are in total. Also es gibt hier im Gesamten, glaube ich, ungefähr 40 Poster auf dieser Konferenz. Und letztes Jahr gab es ungefähr 20, also es sind wirklich sehr, sehr viele. Wie das ablaufen wird, ist, dass ich mich hier davor stelle für 2 Stunden und dann kommen Leute zu mir, die mein Poster cool finden und fragen mich dann gewisse Fragen. Und das ist vor allem, finde ich, cool für Studenten, weil hier kommen auch viele Studenten her, die zum Beispiel im Bachelor oder Master sind. Und ich meine, wenn die sich nicht sicher sind, wo sie hinwollen oder in welche Richtung, dann hilft sowas, finde ich, ziemlich enormst. Morgen ist dann der letzte Tag, morgen gibt es eigentlich nur noch weitere Vorträge und dann würde ich sagen, gibt es noch die Preisverleihung. Da gibt es nämlich insgesamt 5 Posterpreise für die besten Poster. Mal sehen, wer die dann am Ende gewinnt und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher. And I measure a reference spectrum, so not in solution, and then I check the spectrum and I have to see that the bands of my solution don't overlap too much with the spectrum. So for acetonitrile they're usually at between 1300 and 1400. Wir sind jetzt hier gerade mit einer Doktorandin vom Hirsch-Arbeitskreis. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil es ist wirklich sehr, sehr laut in diesem Raum. Und ich würde dich quasi einfach darum beten, kurz deinen Poster durchzugehen. Okay, ich muss dich leider korrigieren, ich bin noch in meiner Masterarbeit, deswegen, das sind alles noch sehr preliminary studies, die machen also sehr vorläufige Ergebnisse. Und zwar ist sozusagen meine Aufgabe, diese PDI-Moleküle, die hier rot gezeichnet sind, das sind Farbmoleküle, zu den NBDs, die ihr mittlerweile bestimmt kennt, zu koppeln und so zu ermöglichen, die NBDs zu QC zu switchen, Energie zu speichern und durch Irradiation, durch Bestrahlung bei einer höheren Wellenlänge, also mit weniger Energie, diese Energie wieder zu befreien. Das heißt, man hat ein Switching-System und das komplett nur durch Bestrahlung verschiedener Wellenlängen geswitcht werden kann. Ansonsten ist das hier thermisch stabil, das heißt, das kannst du ewig lang einfach stehen lassen und es switcht nicht zurück und die Energie ist da sicher drin gespeichert. Das ist mehr oder weniger, was ich untersuche in meiner Masterarbeit. Okay, wir sind jetzt hier zusammen mit Professor Bachmann. Vielleicht möchten Sie sich kurz vorstellen und was Sie innerhalb Ihrer Forschungsgruppe machen, weil die Zuschauer ja nicht wirklich was von Ihnen wissen. Na klar, gerne. Unser Arbeitskreis heißt Chemistry of Thin Film Materials und wir entwickeln Beschichtungsmethoden, chemische Methoden zur Erstellung von dünnen Schichten mit bis zu atomarer Genauigkeit. Und wir nutzen sie dann auch eben für unterschiedliche Anwendungen im Bereich Energieumwandlung. Wir machen ja quasi auch Energieumwandlung, also wir fokussieren uns auf die Energiefreisetzung und Speicherung. Ich glaube, wir sehen alle die Konsequenzen dessen, wenn wir weiterhin fossile Brennstoffe als Energiequelle oder Hauptenergiequelle nutzen. Was war quasi sozusagen Ihre Aufgabe innerhalb dieser Konferenz und was haben Sie gemacht?
Ich habe eine Roundtable-Discussion mit anmoderiert zum Thema, wie schafft man eine inklusive und diverse Arbeitsumgebung. Und wie würden Sie sagen, ist es verlaufen, so wie Sie es sich vorgestellt haben? Ich fand es sehr schön. Es waren viele Wortmeldungen, viele Meinungen, viele Leute haben ihre eigenen Erfahrungen mit den anderen geteilt. Wir hätten mehr Zeit gebraucht eigentlich, um das alles gerecht werden zu können. Aber ich glaube, mit einer Botschaft ist viele Frauen, beziehungsweise allgemeiner gesagt auch viele Personen aus unterrepräsentierten Menschengruppen erleben ähnliche Situationen. Perfekt, also würde ich sagen, vielen Dank fürs Interview. Passt. Also mein Name ist Dr. Stephanie Klein. Ich forsche an Nanopartikeln. Ich setze die Nanopartikel ein, um sie in der Krebstherapie einzusetzen, vor allen Dingen in der Strahlentherapie. Und ich designe und charakterisiere diese Nanopartikel, gehe dann über die Zellkultur bis zur 3D-Zellkultur und dann hoffentlich auch bald in die medizinische Anwendung. Weil wollte ich dich fragen, du bist ja im Organisationsteam und das ist ja nicht das erste Mal, dass du diese Konferenz machst. Deswegen innerhalb dieses Videos geht es quasi darum, wie eine Konferenz funktioniert. Ich würde dich jetzt fragen, wie aufwendig ist es denn, so eine Konferenz zu organisieren? Also ich muss sagen, letztes Jahr war es sehr, sehr viel aufwendiger, weil wir viele Strukturen halt noch gar nicht geschaffen hatten. Wir mussten ja von vorne anfangen, also vom Design, von unserem Logo bis also die ganze Organisation. Welches Hotel nimmt man, aber auch welche Probleme schafft die Uni? Also zum Beispiel, man darf nicht einfach, wir haben keine Kreditkarten. Ist schon mal blöd, ein Hotel zu reservieren. Also es ist alles so, man muss sich erstmal daran gewöhnen und auch, was die Vorgaben von der Uni sind, was die Vorgaben natürlich von den Sponsoren sind und wie wir selbst uns so eine Konferenz vorstellen. Wir haben also letztes Jahr sehr, sehr viel darüber diskutiert, wie möchten wir diese Konferenz überhaupt machen. Das ist natürlich heuer schon ein bisschen weggefallen, weil wir natürlich schon ungefähr wussten, wie wir die Konferenz aufziehen sollten. Das hat natürlich im Organisationsaufwand ein bisschen geringer gemacht, war aber immer noch hoch. Siehst du einen Unterschied zwischen der Konferenz dieses Jahr und letztes Jahr, zum Beispiel in der Teilnehmeranzahl? Ich würde sagen, dass sie vergleichbar hoch ist, natürlich vergleichbar hoch in der FAU, aber wir haben auch durchaus Leute von außerhalb, die gekommen sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Also, dass auch außen inzwischen die Konferenz wahrgenommen wird. Warum glaubst du, gehen Menschen zur Konferenz oder was reizt die dazu zu sagen, ich gehe jetzt auf diese Konferenz? Und auch vor allem, es kommen ja auch Leute aus dem Ausland. Warum glaubst du, machen sie sich auf den Weg, so weit zu fliegen, um auf eine Konferenz zu gehen? Naja, also zum einen ist es natürlich immer das Thema. Also man sucht ja eine Konferenz schon auch thematisch aus. Ich denke mal, dass dieses Women in Science schon auch Frauen international anspricht. Vor allen Dingen auch so, wie wir es halt propagiert haben auf der Webpage, mit diesem auch Background, dass die Frauen darüber erzählen, wie ihr Werdegang war. Zum anderen natürlich viel über Twitter und Instagram haben wir gemacht und natürlich auch Mundpropaganda. Also es hat jemand erzählt, dass es die Konferenz gibt, die war schön, meldet euch doch an. Okay, als letzte Frage würde ich jetzt noch fragen hinsichtlich des Organisationsteams, wer denn alles beteiligt war, weil ihr habt ja jetzt was sehr Großes auf die Beine gestellt und ich finde, das muss auch namentlich erwähnt werden. Ja gut, als erstes muss ich dann natürlich mal Elena Mack erwähnen, die Organisation, also so die Leitung über unser Organisationsteam übernommen hat und sehr viel Energie reingesteckt hat und vor allen Dingen den Überblick behalten hat, was wir alle nicht so konnten oder wir haben ja alle nebenbei noch Forschung und Arbeit zu tun, also großes Lob an Sie. Dann Sarah Lidioso und Hanna Stecher, die haben vor allen Dingen die ganze Logistik gemacht in Sachen Catering, Hotel, ist natürlich auch aufwendig. Dann Hanna Zenker, die ist aber heute nicht auf der Konferenz da, weil die ein Kind inzwischen bekommen hat. Die hat aber alles, was die Sachen mit den Konf-Tool waren, übernommen. Dann Anna-Sophie Wolny und Sofia Krachjeva, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht richtig, die haben das ganze Design gemacht, wenn ihr das hier seht, mit dem Abstract-Book und so weiter und die Twitter- und die Instagram-Accounts. Ich war vor allen Dingen für die Webpage verantwortlich. Und dann natürlich noch Anna Özkili, Elena Mack und Hannah Smith. Die haben die ganzen Leute eingeladen, sich um die ganzen Programme und Organisationen gekümmert. Okay, perfekt. Vielen Dank. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank, dass ihr so eine tolle Konferenz organisiert habt. Und vielen Dank, dass wir auch hier filmen durften. Und dann würde ich mich von meiner Seite bedanken. Ja, auch vielen Dank hier für das Interesse. Sehr gern. Mein Name ist Ingrid Spahn. Ich bin seit 3 Jahren hier in der FAU Erlangen-Nürnberg als Professorin für bioanorganische Chemie. Du
Du hattest ja gestern einen Invited Talk. Wie kam das zustande, beziehungsweise kannst du jetzt kurz erzählen, was du gestern vorgestellt hast? Ja, gerne. Ich habe erstmal ein bisschen versucht, meine persönliche Reise, also wie ich sozusagen von der Doktorarbeit hin zu einer festen Professur komme und habe versucht, auch den jungen Wissenschaftlerinnen einen Einblick dazu zu geben, wie man denn Professorin werden kann. Und dann habe ich noch ein bisschen über unsere Forschung im Bereich Hydrogenasen, also biologische Wasserstoffe, erzählt. Danke vielmals. Und ansonsten würde ich noch sagen, wir beschäftigen uns ja innerhalb von MOS mit Energiespeicherung und Energiefreisetzung. Ich weiß deswegen, du hast auch ein bisschen was mit Energie zu tun. Vielleicht erklärst du kurz generell deine Forschung und wie du dazu gekommen bist. Ja, also wir haben nicht so viel mit Energiespeicherung, sondern mit der Herstellung von Energie. Und zwar beschäftigen wir uns damit, wie in der Natur Wasserstoff hergestellt wird, weil wir glauben, dass Wasserstoff der Energieträger der Zukunft sein wird. Und wenn wir Wasserstoff auf eine nachhaltige Weise herstellen können und diese Prozesse eben auch hochskalieren, um das industriell interessant zu machen, das wäre für uns natürlich ein Riesending. Super, und jetzt als letzte Frage noch, die ganze Konferenz heißt ja Women in Science. Was bedeutet diese Konferenz quasi für dich, weil du bist ja auch eine Woman in Science? Ja, also die Konferenz, ich bin zum ersten Mal dabei und es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre, sich mit vielen Frauen aus Naturwissenschaften austauschen zu können und auch aus vielen anderen Disziplinen. Und ich finde es wirklich spannend, weil sowohl Erfahrene als auch weniger Erfahrene dabei sind. Und ich bin ja noch nicht ganz so lange Professorin und deswegen kann ich immer noch viel von weiblichen Mentoren lernen und bin auch selber gerne Mentor für jüngere Wissenschaftlerinnen. Und ich finde, das ist total wichtig, dass wir darauf hinarbeiten, dass Teams einfach diverser werden. Und ich wünsche mir, dass für die Doktorandinnen und das in der Zukunft einfach leichter sein wird und selbstverständlicher, dass man als Frau Professorin wird. Ich finde, das hast du perfekt gesagt. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Dankeschön. Interview. Okay, ich bin jetzt hier mit 2 Studentinnen, die sich bereit erklärt haben, mit mir ein kurzes Interview zu führen. Ich würde quasi vorschlagen, dass ihr euch erstmal einfach namentlich vorstellt und in welchem Semester ihr studiert. Ich bin die Lucia, ich studiere im 6. Semester Chemie und ich werde im Sommer meinen Bachelor machen. Genau, ich bin die Antonia und ich studiere ebenfalls im 6. Semester Chemie. Okay, perfekt. Und wir sind jetzt hier bei der Konferenz Women in Science. Normalerweise sieht man hier sehr viele Doktorandinnen oder auch Professorinnen, die quasi einen Beitrag, sage ich mal, zur Konferenz leisten. Was hat euch jetzt motiviert, bei dieser Konferenz teilzunehmen und wie habt ihr von der Konferenz quasi gehört? Genau, also ich habe auch durch eine Freundin davon erfahren und natürlich auch durch die schönen Plakate, die man überall sieht. Und es ist für meiner Meinung nach eine gute Gelegenheit, sich mal Gedanken darüber zu machen, was man überhaupt später mit seinem Leben machen möchte. Also was man in seiner Zukunft so machen möchte und welche Optionen man überhaupt hat. Dann würde ich euch fragen, wie euch quasi die Konferenz im Gesamten gefallen hat und ob die so war, wie ihr sie erwartet habt. Tatsächlich fand ich sie sogar besser, als ich sie erwartet hatte. Also es ist super reibungslos abgelaufen, jetzt sage ich mal aus der Sicht vom Komitee. Und tolle Vorträge, super nette Menschen einfach. Und ja, die Atmosphäre ist sehr entspannt. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es Hierarchien gibt oder irgendwas. Deswegen, also ich habe es sehr genossen, ich fand es richtig gut. Und bei dir? Also ich war ja noch nie auf einer Konferenz vorher, deswegen habe ich mich am Anfang ein bisschen verloren gefühlt, weil man kommt dann so an und meldet sich an und das ist alles so offiziell. Aber es war, wie Lucia auch gemeint hat, eine sehr schöne Atmosphäre, einfach mal reinzuschnuppern. Und das ist eine schöne Möglichkeit, sowas an seiner Universität in der Nähe zu haben. Und dann würde ich noch fragen, weil du bist ja quasi als Studentin noch im Komitee. Was hat dich motiviert, quasi als Studentin im Komitee beizutragen und wie bist du darauf gekommen? Gute Frage. Also ich wurde halt einfach von der Freundin angesprochen, dass da noch Hilfe benötigt wird. Und ich finde, es ist einfach so eine klasse Sache. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen Vorerfahrung einfach in dem Bereich, Sachen zu organisieren und sowas. Deswegen war das jetzt nicht so eine große Hürde. Und einfach, ja, ich finde das Projekt super. Also ich habe da richtig Lust drauf gehabt. Und es hat sich auch bestätigt. Also. Wir sind jetzt schon beim Ende angelangt. Ich würde mich von meiner Seite auch schon verabschieden. Morgen ist dann der letzte Tag, aber es wird nicht viel passieren. Es gibt ein paar Vorträge und dann gibt es noch die Preisverleihung. Aber ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video, ihr konntet viele Informationen gewinnen und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Video. Versucht auf jeden Fall wieder einzuschalten und vergesst nicht, das Video zu teilen mit euren Freunden, mit euren Kollegen und so weiter und auch unsere Social-Media-Kanäle auszuchecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.